YouTube und das Geld. So untrennbar wie Kaugummi und Haare, Farid Bang und Teekesselchen, wie die Safari-Katze und ihr Zahnarzt-Bonusheft oder wie Klaus Strunz und das Verlangen, ein echter Journalist zu sein. Doch in letzter Zeit gibt es einige Probleme. Wir bringen's mal auf den Punkt. Ich verdiene mit diesem Kanal hier keinen Cent mehr. Denn das, was jetzt nach dieser neuen Politik von YouTube übrig geblieben ist, ist quasi ein Zehntel bzw. ein Fünfzehntel von dem, was ich mit Kellnern in der Hälfte der Zeit, die ich für die YouTube-Videos alleine zum Bearbeiten und Schneiden brauche, verdient hätte. Sagt über seine Videos, was ihr wollt, aber er war ein herausragender Kellner. Es trifft sogar gut gemeinte Aktionen wie die von Casey Neistat. This video you're watching right now is monetized. I put an ad at the beginning and an ad at the end, so all of the AdSense revenue from this video will also be donated. Problem? Das Video bezieht sich auf eine Gewalttat, also sagt YouTube, nicht für Werbung geeignet. Abgesehen davon, kein Werbegeld mehr für YouTuber. Das ist das Ende von YouTube, wie wir es kennen. Wie schlimm die Lage ist und wer bereits einen Workaround gefunden hat, jetzt. Und damit hallo an all die Premium-Abonnenten, die dieses Video schon eine Stunde vorher sehen konnten. Früher war das für YouTuber so. Video gemacht, hochgeladen, Kohle kassiert. Dank solcher Werbung davor. Was mich an Facebook stört, bin ich überhaupt auf der Kamera? Die richtig großen YouTuber konnten damit richtig viel Knete machen. Das heißt 21.200 €, die ich monatlich mit YouTube verdiene. Anfang des Jahres gab es allerdings einen Skandal. Werbungen von großen und seriösen Firmen tauchten vor Videos mit eher zweifelhaften Inhalten auf. Wie hier der Luxusurlaubsanbieter Sandals, der sich plötzlich bei einem dschihadistischen Video wiederfand. Und Überraschung, die Firmen fanden das alles gar nicht so toll. Denn goldene Marketingregel, Finger weg von negativen Inhalten. Das gilt sogar bei Erfolgsserien wie Breaking Bad. Da kommt diese Tequila-Marke vor. Zafiro Añejo. Diese Marke ist aber komplett erfunden, denn eigentlich wollte die Produktionsfirma dort einen echten Edel-Tequila platzieren. Doch kein Hersteller hatte Bock auf den Eindruck, dass nach dem Genuss seines Tequilas sowas hier passiert. Als die Firmen nach dem YouTube-Skandal also ihre Werbung zurückziehen wollten, drohte YouTube ein Verlust von 750 Millionen $. YouTube reagierte und änderte seine Richtlinien, vor welchen Videos keine Werbung laufen darf. Kontroverse oder sensible Themen und Veranstaltungen, einschließlich Themen im Zusammenhang mit Krieg, politischen Konflikten, Naturkatastrophen und Tragödien, auch wenn Bilder nicht gezeigt werden. Das traf natürlich auch deutsche YouTuber. Schauen wir gleich mal, wie viel mein Phobien-Video eingespielt hat, nach über einer Woche. Mit rund 65.000 Aufrufen. Wow, $1. Und Gronkh findet YouTube und seine Werberichtlinien inzwischen wie russisch Roulette. Bedeutet das also das Ende von YouTube, wie wir es kennen? Oder ist es vielleicht nur ein Kollateralschaden? Der Algorithmus ist so hart, dass er sogar Videos von der herzallerliebsten Marmeladenoma als nicht für alle Werbetreibenden geeignet einstuft. Dabei sprechen wir von solchen Videos. Ach, da kommt mal erst eine ganz entzückende Karte und da steht drauf: Geteilte Freude ist doppelte Freude. Und zwei ganz süße Hundlen. Süße Hundle! Kein Wunder, dass der Zentralrat der Safari-Katzen über so ein Video erzürnt war. Aber als YouTuber kann man sich wehren und Einspruch einlegen. Dann wird das Video von einem Mitarbeiter geprüft und gegebenenfalls wieder für Werbung freigeschaltet. Minecraft-Video, Freigabe, Minecraft-Video, Freigabe, Dschihad-Aufruf, keine Freigabe, Minecraft-Video, Freigabe. Marmeladenoma? Ah! Vollsperrung! Keine Freigabe, kein Cent für diesen Scheiß! Laut YouTube soll der Algorithmus aber mit der Zeit lernen und weniger Fehler machen. Bedeutet, jetzt geht es für die YouTuber erstmal durch ein Tal der Tränen, danach wird aber wieder alles besser. Oder wie der HSV sagt, jede Saison. Aber auf der anderen Seite drohen immer noch die extrem empfindlichen Firmen, denn Werbung ist ein serious business. YouTube möchte auf keinen Fall die Werbetreibenden verprellen. Deshalb ist es extrem vorsichtig und hat den Algorithmus mit allerlei No-Go-Begriffen gefüttert. Wenn im Text zum Beispiel Killstreaks auftaucht, keine Werbung. Wenn Gun auftaucht, keine Werbung. Außerdem scannt der Algorithmus auch die Thumbnails und Bilder. Wenn da eine Waffe drin ist, keine Werbung. Die Sache ist, wenn YouTube schon vorher so vorsichtig war, was spricht dagegen, dass es in Zukunft noch sensibler wird? Vielleicht gibt es dann auch vor Kochtutorials keine Werbung mehr, weil dort das Wort Messer drin vorkommt. Oder vor Schminktutorials, weil sie einen Killer-Look versprechen. Doch bedeutet das auch, dass unsere Lieblings-YouTuber keinen Content mehr produzieren, weil sie ohne Werbung kein Geld mehr verdienen?
Bei kleinen YouTubern stellt sich diese Frage eher nicht. Die haben sowieso bisher mit Werbung nicht so viel verdient wie die Großen. Außerdem leiden sie unter den Auswirkungen von Adblockern. Über 20 Millionen Geräte in Deutschland blenden Werbung aus. Deshalb haben sich die kleineren Channels nach anderen Finanzierungsmöglichkeiten umgesehen, wie Spenden über PayPal oder Patreon. Das übrigens auch Gronkh für sich entdeckt hat. Für seine Special Interest Videos mit anderen Let's Playern bittet er per Patreon um Unterstützung. Aber wie sieht es überhaupt bei den großen YouTubern aus? Channels wie die von Dagi B, Bibi und Co. sind schon immer sehr werbefreundlich gewesen. Oh mein Gott, die Bianca mutiert zu einem Regenbogen! Aber wie sieht es mit Kanälen aus, die kontroverse Inhalte haben? LeFloid spricht über Krieg und Gewalt, Gronkh spielt auch mal einen Shooter, in dem eine Waffe zu sehen ist. Trotzdem sind sie nicht verloren, da sie mit ihren Kanälen etwas viel Wertvolleres aufgebaut haben. Reichweite. So lässt sich allerlei Kram verkaufen, wie LeFloids Kartenspiele und Bücher oder Gronks lurchgemacht Strampelanzüge. Und gern gesehenes Werbegesicht ist man auch noch, wie 2014 für die Techniker Krankenkasse. Diese Werbedeals sind gar nicht mal so unwichtig für die Großen, wie Julian Bam hier vorrechnet. Habe ich abzüglich aller Kosten minus 18.490 € Monat für Monat. Dem Bankrott entkommt er so. Placements und Kampagnen wie Fanta, Just Dance oder auch die Bundesagentur sind Kooperationen, die ich ganz gezielt aussuche, wo ich mich nicht nur kreativ einbinden kann, sondern die auch Spaß machen. Und natürlich ist es ein positiver Nebeneffekt, wenn sie mein finanzielles Defizit ausgleichen. Abgesehen davon war der Slogan von YouTube viele Jahre Broadcast Yourself und nicht mach scheiß viel Geld mit Pre-Roll-Werbung. Aber ich glaube, dass sich der Algorithmus wieder fangen wird. Ansonsten kann ich noch eine weitere Finanzierungsmöglichkeit für gute Inhalte empfehlen. Funk. Dank eurer Beiträge gibt's YouTube-Inhalte wie Game 2 oder eben die Safari-Katze. Und das sogar ganz ohne Scheißwerbung. Im Internet schaue ich eigentlich nur Dschihad-Aufrufe. Und im Valulis seine Videos. Die habe ich sogar abonniert. Im Premium-Account. Und das kannst du auch. Drücke hier einfach auf den goldenen Premium-Button und schicke die Kreditkartendaten deiner Eltern an diese E-Mail-Adresse.